Alex und Alex Wandern, Klettern, Klettersteiger haben mich für die Von zu Hause Challenge nominiert. Es geht darum, von zu Hause aus eine Wanderung zu unternehmen. Nun wohne ich aber zentrumsnah in Leipzig. Hier unten war ich im letzten Jahr. Das Video dazu kommt demnächst. Bis aus der Stadt raus würde ich aber zu Fuß ewig brauchen. Also habe ich mich in die andere Richtung aufgemacht, zu einem der letzten Urwälder Deutschlands. Hallo Leute, das ist der Leipziger Hauptbahnhof. Und ich mache mit euch heute eine ganz besondere Stadtführung. Los geht's! Wir laufen beim Park am Hauptbahnhof los. Meine 3 Nominierungen gebe ich zwischendrin bekannt und unten in der Beschreibung. Das hier ist der Park hinter der Oper. Da hinten steht das Opernhaus und direkt dahinter befindet sich ein kleiner See. Dieser See hier, das ist Grundwasser, ne? Leipzig ist eine Sumpflandschaft, das darf man nicht vergessen. Und da das Operngebäude dort hinten ziemlich schwer ist, drückt das natürlich das Grundwasser ein Stück nach oben. Das ist wiederum ein kleines Problem für den Hauptbahnhof. Und dort laufen natürlich Tag und Nacht Pumpen, damit das Wasser nicht in den Bahnhof reindrückt. Hier steht auch das Wintergartenhochhaus mit dem Messe-M auf dem Dach. Leipzig ist vor allem wegen seiner Messe bekannt geworden. Waldautobahn oder schmale Pfade? Hier kann man sich sogar aussuchen. Offensichtlich findet heute hier auch eine Demo statt. Deswegen muss ich doch da unten lang. Das ist der gute Richard Wagner. Dem wurde hier ein Denkmal gesetzt. Und wir tauchen jetzt ein ins Herz von Leipzig. Die neue Unikirche und der Uniriese. Das dort ist das berühmte Gewandhaus mit dem Mendebrunnen im Vordergrund. Ich nominiere die Wandersocken Backpackers Heinz und der Inntaler. Ihr habt aber auch gar keinen Schiss, oder? Hallo, hier kommen Menschen. Diese alte Festungsanlage im Hintergrund ist die Moritzbastei. Errichtet um 1554 diente die Befestigungsanlage nach dem Siebenjährigen Krieg als Lager für Handelswaren und Arbeitsstätte für Handwerker. Später wurde sie Schule, Feldhospital während der Völkerschlacht, Kunstmuseum und Studentenclub. Denkmäler für alle möglichen Leute gibt es hier wirklich viele. Hier ist gerade schon wieder ein Park. Irgendwas ist hier heute los, glaube ich. So schlendern wir ein bisschen entlang der Schillerstraße mit ihren prunkvollen, alten Gründerzeithäusern hinüber bis zum neuen Rathaus. Und direkt hier auf der anderen Straßenseite liegt Leipzigs zweitberühmtester Lost Place. Das gesamte Gelände dieser ehemaligen Bowlinghalle, auch der ganze Bereich hier hinten ist alles ungenutzt bisher. Und natürlich plant die Stadt da was Neues hinzubauen. Die Frage ist nur wann. Tatsächlich hat dieser Ort hier eine spannende Geschichte. Wenn ihr die mal gerne erfahren wollt und ich ein Video über diesen Lost Place machen soll, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann kommt demnächst ein kleines Lost Place Video. Herrlich. Wenn der Schnee nicht wäre, würde ich mich fast wie Frühling fühlen. Dort liegt der Park, in dem wir vorhin waren. Und da ist das neue Rathaus. Von hier aus gelangt man einfach in die Stadt. Aber das ist heute nicht unser Ziel.
Denn wir machen heute eine besondere Stadtführung und ich zeige euch die Parks von Leipzig. Das neue Rathaus wurde 1905 auf den Mauern der früheren Pleißenburg errichtet. Wenn dir das Video bisher schon gefallen hat, gib gerne schon mal einen Daumen hoch oder lass einen netten Kommentar da. Diese Uhr da oben hat eine ganz besondere Geschichte. Da steht Mors certa hora incerta. Der Tod ist gewiss, die Stunde ungewiss. Der Volksmund sagt, todsicher geht diese Uhr falsch. Und das da drüben ist eine katholische Kirche, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glaubt. Aber unser Weg führt uns weiter zum nächsten Park. Das hier ist schon wieder ein Denkmal. Diesmal für Karl Friedrich Goerdeler. Viel Text, noch mehr Text. Und da geht's runter. Wir könnten natürlich jetzt durch diesen schönen Park hier durchgehen. Aber ich will euch natürlich auch noch ein paar andere Gebäude zeigen. Das hier hinten ist das Bundesverwaltungsgericht. Darin war zwischenzeitlich auch mal ein Museum untergebracht. Aber heute dient es wieder der Rechtsprechung. Rings um das Gebäude ist eine hübsche Parkanlage angelegt worden. Da hinten befindet sich sogar ein Springbrunnen. Und damit es hier ein bisschen kuscheliger ist, hat man auch die alte Pleiße wieder aufgebuddelt. Die hatte man damals zugemacht, weil sie so gestunken hat. Wir verlassen jetzt die Innenstadt und gehen Richtung Wald. Und wir betreten jetzt das Landschaftsschutzgebiet. Das hier ist der Johanna-Park. Der grenzt direkt an den Clara-Zetkin-Park an. Der Johanna-Park ist ein beliebter Treffpunkt für Studenten im Sommer. Denn die großen Wiesen bieten natürlich viel Platz für Freizeitaktivitäten. Man könnte meinen, Leipzig besteht fast nur aus Parks. Der Johanna-Park ist 11 Hektar groß und wurde um 1860 vom Bankier Wilhelm Seyffert angelegt und später der Stadt gestiftet. Im Sommer sieht es hier natürlich bedeutend schöner aus, wenn alles grün ist. Das da drüben ist die Lutherkirche. Wollen wir da einen kurzen Abstecher hinmachen? Hübsch gelegen, direkt am Park. Diese kleinen Hügelchen hier sind natürlich im Winter beliebtes Schlittengebiet für die Kinder. Dieser Berg dort hinten heißt Warze und ist die höchste Erhebung hier in dieser Gegend. Wer noch mehr über Leipzigs Berge erfahren möchte, dem verlinke ich hier eins meiner Videos über den höchsten Berg von Leipzig. Leipzig liegt zwischen mehreren Flüssen und Urstromtälern und war früher eine Sumpflandschaft, die später trockengelegt wurde. Daher haben wir eine ganz besondere Landschaftsform, die man hier auf der Karte ganz gut sehen kann. Der berühmte grüne Gürtel von Leipzig. Wir befinden uns hier in einem Teil des alten Parks, was man dort an den großen Büschen hinten erkennen kann. Ihr könnt euch sicher denken, wie lange es dauert, bis ein Rhododendron so groß gewachsen ist. Und ihr könnt euch sicher auch vorstellen, wie schön hier alles aussieht, wenn all diese Rhododendren blühen. Ja, die Magnolienbäume blühen natürlich auch schon.
Und da zeige ich euch nachher gleich noch ein paar richtig schöne. Das ist übrigens mein City-Rucksack, da habe ich immer alles dabei, was ich brauche. Wenn ihr genau wissen wollt, was da drin ist, da verlinke ich euch hier oben mal schnell ein Video, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und heute habe ich außerdem noch Kaffee dabei. Kleine Pause, gleich geht's weiter. Ich wette, man kann auf der Kamera nicht erkennen, dass es hier die ganze Zeit so ein bisschen schneit. Das ist natürlich typisch 1. April, ne? Kaum ist der März vorbei, zack, Sonne weg und Aprilwetter. Kennt man ja nicht anders. Weiter geht's. Von diesem Teich aus gelangt man in diese Richtung dort, direkt Richtung Auwald. Das ist ein richtig natürlich gewachsener, ursprünglicher Urwald, einer der letzten in Deutschland. Dort beginnt zurzeit der Bärlauch zu wachsen. Und hier kreuzen sich die Hauptradstraßen direkt am Fluss, an der berühmten Sachsenbrücke. An dieser Brücke treffen sich im Sommer immer sehr viele Jugendliche und veranstalten Konzerte und sitzen hier rum und quatschen und haben Spaß. Dieser Fluss hier ist Teil der Weißen Elster. Leipzig ist benannt nach Lipsia, der Stadt der Linden. Und natürlich sind die meisten Bäume hier im Park Lindenbäume. Wusstet ihr eigentlich, dass man aus Lindenästen richtig guten Bindfaden machen kann? Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann abonniert mal schnell diesen Kanal, denn dazu gibt es hier demnächst ein Video. Und hier vorne beginnt der Leipziger Urwald. Und ihr seht hier schon, das ist alles Bärlauch. Der Leipziger Auwald ist eine Hartholzaue und gehört zu den mit 2500 Hektar größten erhaltenen Auwaldbeständen in Mitteleuropa. Trotz des ganzen Naturreichtums hier, denkt bitte dran, immer nur eine Handvoll zu pflücken, denn Bärlauch steht natürlich immer noch unter strengem Naturschutz. Und hier ist der Park auch schon zu Ende. Da steht das Denkmal von Karl Heine, der das Viertel hier gegründet hat. Und nur eine Ampel davon entfernt sind wunderschöne Magnolienbäume, die bald zu ihrer vollen Blüte aufgeblüht sind. Und damit verlassen wir nun den Clara-Zetkin-Park und kommen in den sogenannten Palmengarten. Der Palmengarten liegt direkt an der Elster. Diese Böschungsabrutschungen hier sind das Werk von den Nutria, die sich gerne ihre Höhlen in der Uferböschung bauen und damit immer größere Teile der Böschung einfach abbrechen. Deswegen sind die Nutria hier auch teilweise zur Jagd freigegeben, weil sie in Leipzig ganz oft gefüttert werden und sich daher ungebremst vermehrt haben.
Auf der 22,5 Hektar großen Fläche wurde 1899 ein Tropenhaus errichtet, welches aber wegen einer Ausstellung in den 1930er Jahren gesprengt wurde. Heute befinden sich nur noch besondere Bäume im Palmengarten und keine Tropenhalle mehr. Um diesen See hier mussten wir als Kinder immer im Sportunterricht rennen. Das war anstrengend. Er ist gar nicht so klein, da hinten ist auch noch ein Stück davon. Und da drüben in dem Pavillon, da habe ich mal mit ein paar Freunden vom Sportverein einen kleinen Film gedreht. Wir laufen jetzt aber nicht weiter in die Richtung, sondern begeben uns direkt zum Wehr. Bootstouren kann man natürlich hier auch buchen, denn die Wasserwege von Leipzig sind sehr weit verzweigt und bieten allerlei spannende Sachen zu entdecken. Das Wehr naht. Die Weiße Elster verlief früher neben der heutigen Arena und wurde hierhin umgeleitet. Gott, was habe ich mich als Kind immer gefürchtet, wenn mich meine Eltern hochgehoben haben, um hier runter zu gucken. Man muss dazu sagen, dass die Strömung hier schon richtig stark ist und hier sogar schon einige Paddler verunglückt sind. Also diese ganze Sache hier ist gar nicht zu unterschätzen. Und das hier ist das Elsterflutbett. Das ist die umgeleitete Weiße Elster. Dieses Becken hier wurde als grüne Hochwasserauslaufstrecke zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut. Es wird aber auch als Ruder- und Regattastrecke verwendet. Leider setzt sich hier das ganze Sediment aus den Flüssen ab und muss regelmäßig ausgebaggert werden. Jetzt geht's erstmal weiter im Palmengarten. Denn das ist eine richtig schöne Anlage. Hier sieht man, wie viel Kraft das Wasser hat. Hier hat es tatsächlich diese Bäume entwurzelt. Geht mal ein bisschen querfeldein her, direkt am Fluss lang, mit Einblicken, die ihr sonst wahrscheinlich niemals von Leipzig gesehen hättet. Da so eine richtig kleine Sumpflandschaft hier am Fluss. Hier sind wieder riesengroße Rhododendronbäume und da beginnt die Parkanlage. Im Sommer blühen diese Rosensträuche hier wunderschön. So, wir fahren jetzt davon an der Angelbrücke ein kleines Stückchen mit der Straßenbahn, damit ich euch noch ein letztes schönes Bild von der Innenstadt zeigen kann, bevor mein Kameraakku aufgibt. Hier erinnert übrigens ein Gedenkstein an den Kuhturm zu Lindenau, in dem Friedrich Kind die Anregung zum Text des Freischütz fand. Das ist auch ein Teil des freigelegten Flusses. Und der führt hier unten unter der Straße durch und da hinten wieder ans Tageslicht an eine ganz besondere Stelle. Und die zeige ich euch jetzt. Direkt neben dem Naturkundemuseum liegt nämlich ein Drei-Flüsse-Eck. Hier kommt der Fluss von der anderen Seite der Straße wieder zum Vorschein. Hier ist der nächste Fluss und von hier kommt ein dritter Fluss, die sich dort treffen und weiter Richtung Norden fließen. Und hier laufe ich jetzt zurück. Das ist das Hotel Astoria da drüben. Das wird gerade restauriert. Das ist der drittberühmteste Lost Place in Leipzig. Und den berühmtesten, den habe ich euch oben verlinkt. Da war ich nämlich auch schon.
Da vorne ist der Hauptbahnhof schon zu sehen. Und mit diesen hübschen Magnolien hier im Hintergrund verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch. Oder lasst einen Kommentar oder sogar ein Abo da. Ich würde mich freuen, denn dann sehen wir uns nämlich wieder im nächsten Video. Und bis dahin, ciao, macht's gut.